Hallo und willkommen beim Teil 5 von unserem Stream. Ja, letztes Mal habe ich etwas weniger oder kaum bis gar nicht eigentlich gesprochen, nur am Anfang halt wegen den umliegenden Böllerknalls. Versuch wieder mal etwas distanzierter das Spiel zu kommentieren, wenn es mir natürlich leicht fallen könnte. Gestern war schon, also beim letzten Mal war es schon etwas komisch, was einige Stellen anging. Da habe ich auch so manchmal den Blick in die Sachen, beziehungsweise hier, als sie zum Beispiel jetzt in so ein Security, beziehungsweise von Leuten betreten dürfen, die eigentlich zum Konzern gehören oder halt Mitglieder der Läden ist. Dort da hinten, zum Beispiel beim Security, irgendwie habe ich dann die Parvati dann gesehen, wie sie neben den Security-Leuten in der Konserve da drin steckte. Mit Konserve meine ich ihren Schalter. Das sah schon komisch aus. Ja, das Spiel macht den Eindruck, als wäre sie nur da, wenn Gespräche nötig sind, die sie interessiert, also die Figur interessiert. Oder eben, wenn sie im Kampf gebraucht wird. Ansonsten wird sie komplett anscheinend ignoriert. Wenn ich zum Beispiel irgendwo mich verstecke und infiltrieren muss mit Schleichangriffen oder mit Schleichverhalten, kann sie hüpfen und schreien wahrscheinlich, wie sie will, und sie wird, beziehungsweise ich werde nicht entdeckt, sondern es wird wahrscheinlich nur auf meine Bewegung, auf mein Verhalten konzentriert. Was nicht so schlecht ist, weil es gibt ja so Spiele, da hast du auch Begleiter und willst ganz in Ruhe, ganz strategisch dich vorantreiben und ganz leise dich voranbewegen, und dann landet dein dämlicher Begleiter mitten im Geschehen und ist direkt bei den Gegnern, sodass sofort Feuergefecht entfacht. Und das scheint hier nicht zu passieren. Macht zumindest den Eindruck. Um den Eindruck zu bestätigen, müsste ich natürlich viel mehr spielen und auch ähm, in mehr Gefechten reinkommen. Schrottsammler. Okay, ich versuche mich dann jetzt langsam zurückzuhalten. Genießt die Show, sage ich nur. Bitte warten. Got any leads on salvage? Doesn't even have to be broken. We'll take any. Oh, neat! They got stuff in here I ain't seen in ages. Miss Lilia takes good care of us, see? The authorities stay off our trails.
Okay, jetzt muss ich natürlich was sagen. Also Hawthorne oder Hawthorne ist ihr bekannt. Wird die Frage sein, ob ich mich als Hawthorne auch vorstelle oder ehrlich sein werde. Das wird sich gleich feststellen. Und hier, nee, das war nicht hier, sondern hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt das Schiff ist, was ich jetzt benutze oder jemand anders Schiff, der das gleiche Schicksal erleiden musste, haben müssen wie ich. Sehen wir dann. Welcome to Sublight Salvage and Shipping, a legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the Unreliable? Sure you are. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Okay, das klang sehr sarkastisch. Sure you are. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lilia. Sure he is. Ich weiß nicht, das ist jetzt sarkastisch gewesen, dass sie gesagt hat, aber sicher doch. Oder benutzt er das Wort sure einfach zu oft? Sehen wir dann. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen, CEO and Executive Director of Aggressive Operations. I'm guessing you already know about Sublight, otherwise you wouldn't have come. A little advice. Before you start telling lies, get a feel for who you're talking to. It's nice to see the Unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. Ja, dachte ich mir doch, dass ich sie nicht anlegen sollte. Aber wer weiß. Mal gucken. Ich lasse es mal so gelten. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings, but there's a catch. Just like in the serials. If you have a nav key to Stellar Bay, the job's yours. Interested? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off-world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. I like that initiative, but ease back on the throttle. Gladys at the Rest and Go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors.
where I can let my hair down. Our field is persuasive acquisitions. At least that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Your words, not mine. Hey, careful with the C word around here. I like to keep things above board, and that kind of talk only makes trouble. Sublight occupies a legal blind spot. No one knows what we're licensed to do, and that gives our little business some freedom. But let's not tempt fate. Very. I have this thing about numbers in spreadsheets, grids in general. I like to think of myself as the last honest businesswoman in Halcyon, but I'll settle for being the most organized one. Ask. I have nothing to hide. Be seeing you. Make sure you aren't followed on your way out. Where are we headed? CNP pancake mix now requires no mixing. Seriously, don't mix it. You know what's happening on your own? Last I heard, the board was in dispute with the rental company. Sounded dire. This is Halcyon News. Gracious. I was just sitting down for tea. Yes, dearie? Take that darling ship of yours down to Roseway, where that distress signal I told you about came from. Shouldn't be too tough for a fella like you, I'd think. What do you want, then? My hard-earned wisdom? That's right, dearie. The only independent station in the colony. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss Junlei. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, go right ahead, sweetheart. Groundbreakers radiators. But neither Miss Junlei's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. But it won't work. No, sir. Oh, a little of this, a little of that. I buy and sell items that require discretion to...
I also knit throw pillows stuffed with the hair of famous tossball players. But that's more of a passion project. I'm not sure that's entirely legal. That's half the reason I make them, my dear. But that's not what you wanted to talk about, is it, dear? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Those board folk are real prideful-like. Never want you looking behind the curtain, lest you see their derrieres. But old Gladys knows the score. The whole colony's not much more than a diorama, showcasing one board screw-up after another. That's why we gotta keep them from getting their grubby mitts on Groundbreaker. She's our mess. Probably. Every once in a while, we get these snippets of radio chatter. Edna shows them to me. Some man hooting and hollering about the light in us all. Claims he's transmitting from Monarch, but who knows if that's true. Might be true. Might be some new trick from the board. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Gut, also ich muss jetzt irgendwas tun, damit es hier vorangeht. Und dafür brauche ich wahrscheinlich ganz andere Missionen, die mich dann halt eben vorantreiben. Zeigt, glaube ich, auf das Schiff. Das bedeutet wahrscheinlich, dass ich dann wegfliegen muss. Die Mitgegner meinen. Wahrscheinlich die Dinger hier. Ich glaube, die da will auch nicht weg, oder? Wollte man nicht da reingehen? Rizzo's mock apple cider. Irgendwie funktioniert gerade das mit der Karte jetzt nicht so.
Machen wir mal das. Wo müssen wir hin? A hard cider for a hard life. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. This is Halcyon News. We interrupt your regularly Okay. scheduled advertisement for the following story. Remember Auntie Cleo? Because she remembers you. When you... Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. You must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Mhm. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Okay. It must have been lost with Alex, then. One more tragedy to top the pile. Tell me, how did he die? Oh, awful business, that. But why? How? No. Best not to ask after the gory details. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. Well, it's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work.
Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. That's not unreasonable. I guess it's better than losing your organs, but I don't know, Captain. It just doesn't seem right. Miss Doyle is deeply in debt, and the board has every right to do whatever they like to recoup that debt. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Be my guest. I'm the certified representative of the board's interests here on the Groundbreaker. I'm their eyes, ears, and busy little hands. Ist die Frage, ob sie das auch so haben wollte. Wie hieß die? Jenny? Julie? Wie hieß die? Doyle, genau, mit Nachnamen. Jessie, ja. Jessie Doyle. Ich weiß nicht, ob sie jetzt das abarbeiten wollen würde oder hätte ich jetzt sagen sollen, ich hätte irgendwas da deichseln können. Ich speichere auf jeden Fall danach nochmal kurz ab und gehe dann zu ihr rüber und gebe ihr die Antwort, die er mir gegeben hat. Dann sehe ich zu. Ansonsten muss ich das halt nochmal laden und eine ganz andere Auswahl an Antwort abgeben. I send a lot of messages. Sometimes I read them. Every once in a while, I'll impound a ship if I want to feel alive. Oh, good law! Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Best to be clear, I believe. Ugh. Law, but it's miserable. Chief Tennyson is supposedly looking into the cause, but deplorable conduct. My superiors will be hearing about it. She's doing everything she can. It's your people's fault it's not fixed, not Junlei's. My, aren't you? Excitable. Oh, sweetie. I don't owe a grease-stained wrench jockey like her the time of day. I'm sorry, my temper got away from me. Please accept my sincerest apologies to you and your friend. Oh, I'm not used to folks saying sorry. It's not all right exactly, but I appreciate the apology, I guess. Well, now that that's dealt with, was there anything else you wanted to discuss? Oh, you've noticed my friends. Wonderful. They're here to keep the peace, of course. Precisely. Groundbreaker makes much ado about its independent status and so resents any board presence, no matter how benign. Um auf die Prognose zu kommen, musste ich Intelligenz verweisen. Okay. Wahnsinn. When the alternative is board guards at their gates, yes, I do. They don't see it that way. A luxury stateroom, reserved for Chairman Rockwell's use. Oh, good law, of course not. As this office is the primary embassy for the board on Groundbreaker, corporate bylaw, ask away. Alles klar.
Sorry, dass ich schnell alles so weggedrückt habe während sein Gelaber. Aber wenn mir Leute so unsympathisch sind, möchte ich eigentlich keine große Konversation mit ihnen führen. Medical Bay. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you Da finally muss got ich your denn mit chance dir to reden? square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice, too. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better-than-average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. Mhm. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. If I'm being honest, and I prefer not to, I was about ready to pick up another contract anyway, and you settled this in a pretty tidy fashion, which tells me you're competent. But we can say I'm repaying the favor if you prefer that version. She helped me win a bet. We were on a smuggling run planetside when our point man bet me I couldn't outrun a mantisaur. And, as you can probably guess, the thing was faster than it looked. Probably would have caught me if Jesse hadn't picked it off. Yeah, but the important thing is I won the bet. Das Problem ist, bei mir auf dem Schiff gilt, ne, Zigaretten verboten. Also, wieso gibt's diese Option nicht, wenn du bei mir aufs Board willst, dass du nicht mehr rauchen kannst? Vielleicht macht das ja die Ada. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll figure something out. Welcome to the crew, Miss Ellie. We're real happy to have you. Sehr gut gesagt. Mit dir. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. Okay, ich glaube, ich mache Folgendes. Something on your mind? Ich speichere nochmal ab. Und werde dann nochmal... Das denke ich nochmal laden, wenn das Bild hier mal aufploppt. $12,43. Boom, wird es wahrscheinlich das sein. Um nochmal auf die Möglichkeit des Antworts nochmal zurückzugreifen, was ich eigentlich für denjenigen hätte tun sollen. Also für den Udon oder wie der Typ heißt. Weil es sein kann, dass es einfach eine Mission ist, die ich dann nur dann machen kann, eben wenn ich diese Mission von diesem Idioten hier bekomme. Achso. Okay, das war der falsche. Vielen Dank, Spiel, dass du mir 2 gleiche Uhrzeiten oder Spielzeiten eben vorgegaukelt hast. Ach, okay. Automatisch war das. Deswegen gleich. Dann war das hier, richtig. Dann nehme ich das zurück. I'm just gonna hang in the back and try not to touch anything. Halcyon News.
Ah, yes. You have his ship, you must know. Right. Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Well, Alex knew, or he said he... That's... Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only... That's not unreasonable. Ach so, das war ich bezahle. Oh, jetzt habe ich es schon wieder. Aber ich kann es gar nicht bezahlen. Ich will es auch nicht bezahlen. Also egal. So, machen wir da weiter. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas verpasst, indem ich eben, wie gesagt, eine Mission für den Idioten erledigen müssen, womit die Dienstbarkeit quitt gewesen wäre zwischen Doyle und den Udom-Typen. Udum-Typen. Something on your mind? So, lernen wir mal die Ellie kennen. I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Erinnert mich an Zoe. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. Exactly. That's what makes them fun. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Sure do. Some of it was even legal. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling, and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Glad to hear it. It's worked for me this long. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Aw, come on. That stuff's boring. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. No complaints here. Alles klar. Das sieht ja cool aus. Okay, doch nicht. Doch ganz anders aus. Also, das ist nicht das, was auf dem Bild ist. Das heißt, ich muss jetzt auch noch für sie Klamotten kaufen. Ich würde am liebsten alles auf Tarnung geben. Aber hier... Ja, ich gebe mal... 30 auf Tarnung.
Allein nur wegen Schloss knacken und Schleichen, beziehungsweise Hacken. Schleichen ist jetzt nicht so viel. Something I can help you? Now, is there something I can... Take care. Alles klar. Gut. Somit habe ich 2 Begleitungen. Was ist jetzt die Aufgabe? Was zeigt es mir jetzt an? Freie Passage Kaffee Gladys. Einen Navigationsschlüssel nach Stellar Bay ab. Mit 10.000 Bits. Das ist ein Scherz. Okay, jetzt könnte ich nochmal mit dir reden eigentlich. Da ich mein Schiff, obwohl ich habe gar keinen Schlüssel, das wäre das Problem. Dafür bräuchte ich das Rest and Go von Gladys. Dafür brauche ich 10.000. Wo soll das sein? Dieses. Schauen wir mal. Ja, unten steht, dass wenn ein Begleiter umfällt, nicht direkt tot ist. Das gilt nur bei dem, ich spiele jetzt gerade Albtraum. Ah, okay. Ist raus aus dem Raumschiff-Dingens da. Wahrscheinlich draußen ist es jetzt. Da ist ja auch der Captain. Hey, McBride, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. No sudden movements. This guy's crazy, even by my standards. Okay. So, McCreed. Captain McCreed. Da, McCreed. Oh, okay, den muss ich töten also. Bin gespannt. Aber ihn sofort anschießen kann ich anscheinend nicht. An die Drohne. Den muss ich wahrscheinlich zuerst wegballern. Okay. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's not... Burning to death is one of the most painful ways to go. Just in case you needed a reason to get us out of this. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Cool, ich kann den dank der Überzeugung 40 kann ich den überzeugen können, wollen. Das Ding mal
wegzustecken, was sie in der Hand hält. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. Mhm. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. We were just sitting in a circle, sucking down exhaust fumes and toasting to the memory of our brain cells. Making this broken angel fly again. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Ich werde jetzt lügen, nur um Punkte zu kassieren. Und weil er mir scheißegal ist, weil ich den sowieso umbringen muss. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs, you'll find the parts. My crew won't get in your way. Lay it on me, boss. Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded, and my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here. You can come and go in my little kingdom. Jetzt rot. Das war das Soldaten oder? Ja, Bandit. Alter, was geht denn ab? Viele. What the fuck? Schrott. Einheit. Okay. Das könnte ein bisschen schwierig werden, denke ich. Sollte ich denn hier und jetzt angegriffen haben? And I thought my bunk was small. Okay, die enden nicht anscheinend. Wie komme ich jetzt dahin? War da jetzt ein Leiter? Uncle Red gave me a taste of the good stuff. I've been tripping for days. Careful with that shit. He'll end up as crazy as he is. It takes crazy to live in this universe. Crazy cosmos. Crazy cosmos. Ah, God. The place is falling apart. Can't spell groundbreaker without broken. Oh, wait. Liz gonna be pleased as pie when we show her these. Das glaube ich auch. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass der Roboter nicht erwacht.
Vielleicht gibt es ja hier, womit ich den ausschalten kann. Was war das? So. Übliche Geräuschpegel beim Springen. Like worms in their shrooms. Backside's still sore. Was zur Hölle? Does everyone get branded when they join McRed's crew? Nope. Your ass is a priceless canvas now that it's home to an original McRed. I guess I'm on. Kampfdrohne. Schneider. Okay. Gut. Dass wenn ich hier hochkomme, kann ich einfach drauf schießen. Und somit könnte ich den Typen schon mal wegballern. Aber wo ist der jetzt hin? Okay, der ist noch nicht verbockt. Könnte anscheinend auch... Probier's mal aus. Wo ist der jetzt hin eigentlich? Das hätte ich gerne jetzt gewusst. So, taucht. Achso, da ist er. Okay. Ich mache mal Folgendes. Ich werde mal hier ein bisschen... Aber dann würden sie wahrscheinlich alle... Wake up. There's no such thing as pizza. So. No open-faced pasta. You've been getting into the boss's special. No. Okay. Das hat so geklappt. Alles klar. Das speichern wir mal ganz anders. So können wir das eigentlich so weitermachen. Den kann ich leider nicht erschlagen, das ist hier noch nicht. Die 4 auch nicht, die müsste ich dann damit hier explodieren lassen. Schade, dass es keine Granaten gibt. Rauchen. Das ist, glaube ich, eines der seltensten Spiele, die jetzt in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich rausgekommen sind, in dem es rauchende NPCs oder überhaupt Charaktere gibt. Wenn ich den jetzt angreife, wird die Drohne mich wahrscheinlich angreifen. War hier noch was? Ja, stimmt, das war ja das mit der Botanik. Und hier war eine Drohne und... Okay, speichern. Alles klar.
Weiß nicht, vielleicht hätte das einfach zu viel Krach gegeben, jetzt wenn ich das benutzt hätte. Gibt es denn hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? So. Ach du Scheiße. Der hat nichts mitbekommen. Gepolsterter Helm. Okay, das war ein bisschen schäbig, muss man jetzt schon sagen. Der nichts mitbekommen hat, während ich seine Compadres hier weggewordet habe. Ja, ich nehme das jetzt alles mit, damit ich es verkaufen kann. So, schauen wir, was wir ergattert haben. Oh, ich habe auch noch die falschen Klamotten an. Zum Kämpfen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht ausgestattet. 133 macht meine, die 142, ziemlich gut. ...180, 43. Ja, soll sie ruhig behalten. Stimmt, das kann sie anziehen, denke ich. Oder das... Oh, das habe ich für mich gekauft. Ah, das kann sie anziehen. Schlossknacken 5. Ja, auch 5. Braucht man nicht. So. Okay. Ich glaube, das würde eher ihr passen, also Ellie und nicht mir. Okay, die Flügel hätten wir schon mal so weit. Da geht's aus. Das Ding ist, ich kann sie auch nicht locken, soweit ich weiß. Also die NPCs. Oder? Das macht mir am meisten Sorgen hier. Ziemlich umsonst das Schrott-Roboter-Einheit. Speichern und ausprobieren, würde ich sagen. Nein, das war nicht so. Dachte ich mir doch, dass der wieder wacht.
Nicht dein Ernst. Scheiße. Ich war eher geschockt, deswegen habe ich nicht reagiert, dass Parvati tot ist. Das wollte ich nicht. Keep him quiet, Cap. Here we go. Okay, der hält echt was aus. Also strategisch kann man das irgendwie nicht so machen. Ich weiß es nicht. Also ich habe zwar jetzt die Flügel ausgesäubert, aber das lag daran. Kann ich die jetzt lenken? Ich weiß es nicht. Mal jetzt ablenken. Ich meine, ich könnte jetzt das hier abschießen. Das könnte ich abschießen. Wieso ist der Drecksack nicht sofort gestorben? Meiner Nahkampfangriff. Meine Fresse. Oh. Okay. Also machbar ist es. Ist jetzt nicht so, dass es nicht machbar ist. Aber ich möchte so weit wie möglich nicht, dass meine Compadres hier sterben. Also nicht während des Kampfes. Ich weiß, dass sie wieder erweckt werden, beziehungsweise dass sie wieder ins Leben kommen, wenn der Kampf vermutlich zu Ende ist. Ich mach's mal so, dass ich die auf aggressiv stelle. Komm. Auch wenn das bedeutet, dass mir einige EPs flöten geht. Sturmgewehr, Schaden pro Sekunde, das ist nicht gut. Oder wie viel macht der 133 und das macht nochmal 131, okay. Das ist schon mal okay. ...180, 43. Ich denke, das ist die bessere Wahl. 180 zu 18. Ich sehe auch nicht, was der für eine Schussrate und sowas hat. Deswegen sonst kann man ja dann halt abwägen. Ich gerne mal einen Sniper oder sowas. Ich kann auf jeden Fall hier hochgehen. Problem ist, die Waffe macht doch gar keinen Schaden, oder?
Schon, aber nicht so viel anscheinend. Effekt ist einfach. Spezialeffekt, Schwächung. So, nochmal speichern. Here we go. Okay, sind alle tot anscheinend. Ach, komm schon! Ach, da war ich zu gierig. Okay, das funktioniert so. Aber ich glaube, ich würde es viel schneller oder viel besser beziehungsweise schaffen, wenn ich normale Waffen da benutze. Mal ausgucken. Okay. So. Nein, ich brauche schlagfertigere Waffen. Zum Beispiel sowas. Und die 3 Waffen reichen erstmal. Okay. Weil ich will jetzt nicht jetzt mal 3, 4 Mal jetzt klicken, damit ich eine neue Waffe bzw. die Waffe bekomme, die ich halt haben will. What? Alter. Okay. Okay. Ich stelle mich auch langsam dumm, aber... So, kommt mal her, ihr zwei. Sollt mal hier bleiben. Dann... wird es gleich auch weitergehen. Ah, schön, das war zu früh. Okay. Cool. Nochmal. Was habe ich sonst noch für Waffen hier? Okay. Das war jetzt gar nicht so übel mit dem Dingens. Mit der Attacke da. Aber ich will auch mal das hier benutzen. Kann man die irgendwie... schieben kann man nicht.
jetzt falsch. Scheiße. Nur lad. Es macht keinen Sinn hier. Mit solchen Waffen, das geht nicht. Da müsste ich die wahrscheinlich stärken. Ich meine, wenn der Typ jetzt nicht käme, dann würde es schon schaffen, aber wieso seid ihr schon wieder hier? Ich muss das irgendwie anders hinkriegen. Und dann kommt ja noch dazu, dass der Riesenroboter noch da ist. Muss das irgendwie anders machen. Okay. Got it. Inside voices. Sure. Probieren wir mal diese Version. Dann würde ich dann hier hochlaufen, drumherum gehen. Dann wären die Leute halbwegs in Sicherheit. Zu 18, das ist echt nix. Gar nichts. Hat sogar das hier mehr Sinn gemacht. Jetzt ist der Bug mit dem, dass ich das hier nicht mehr weglegen kann. Ach Leute, ey. Unglaublich. Langwaffe, Plasmagewehr. Okay. Das ist doch das, oder? Ja. Yep. Okay. Here we go. Target. Sure, on my way. Put him in the dirt! Alter, wie kommst du denn hier? Okay, das scheint halbwegs zu funktionieren. Es ist so.
Aber komme ich nicht an die Gegner. So, jetzt bewegen die sich wieder zu mir rüber. Na kommt. Nein, nicht klettern, nicht klettern, hallo. Okay, der erwischt mich, aber ich den nicht, wegen dem ganzen Scheiß hier. Eins, zwei, drei. Genau, kommt rüber. Ich weiß, es ist ein Bitch-Move, aber für mich gezwungen. Incoming! Incoming. Scheiße. Hm. Was jetzt? Ist er jetzt tot? Nein, den wollte ich töten. Auf einen... Ja, alles klar. Was denn für eine Schwäche jetzt? Du hast in der Vergangenheit so viele Verbrennungen erlitten, dass deine Widerstandsfähigkeit erhalten 25% mehr Plasmaschaden. Das könnte ich natürlich nehmen. Nicht alle Gegner benutzen, denke ich, hoffe ich. Plasma. Hm. Das ist ziemlich gut eigentlich. Das ist zwar auch gut, aber das wird wahrscheinlich wichtiger sein. McReeds Feuerzeug. Und Unterknett. Das okay. Oh, ich kann sogar speichern. Ah. Coole Sache.
So, 2 Gegner. Ich schätze mal, das werden die Roboter sein. Processing data. We're pretty good at this. You got one, Cap? Be right there. No problem. Incoming! Take him down! Time to work! Was ist mit dem Roboter? Wir machen anscheinend ganz normal weiter. Gut, ich versuche mal den Roboter zu ballern. I'll get him! Show him how it's done! Es gab nur 1000. Okay. Doing this! Der hat sich wahrscheinlich jetzt geheilt, oder? Ja. Nein, ich will nichts von dir, Mann. Oder hätte ich zuerst mit dir reden sollen? Und dann angreifen. Oh, leck mich doch fett. Oh nein. Habe ich es gespeichert, bevor ich den Roboter weggemacht habe? Ich sah den Roboter noch auf dem Bild. Oh Gott. Haven't seen any new faces down here since I arrived. Not sure how long ago that was. McRed tends to incinerate anyone who comes by. It's too bad. I mean, he was a scary fucker, total pyromaniac, but you know how it is. You meet a guy, get used to his quirks, and then blam. Junlei sent me down to collect the parts we need to fix the radiators. McRed got me all distracted sucking fumes and talking about the cosmos. Just take some level head for the hangover. And maybe don't work on anything life support related for a while. I can't tell if you brought friends or if I'm still seeing things, so maybe I ought to lay off the fumes and head back to work. I'll get back to my post. See you topside, stranger. Okay. War doch klug, zuerst zu speichern. So, jetzt machen wir mal die anderen platt. Würde ich jetzt behaupten. Das war doch nicht alles. Was denn mit den dritten? Okay, die ist auch tot.
So, Tell. jetzt können wir uns Dinge leisten. Hä? War da nicht gerade jetzt ein Hammer? Das nehme ich definitiv mal mit. Ach, okay, da ist der Hammer. Was haben wir noch hier? PT stehlen? Was ist ein PT? Wieso nicht? Okay, das waren die 3 Opfer. Ja, ich weiß, es war jetzt nicht etwas, worauf man stolz sein konnte, wie ich jetzt das bewerkstelligt habe, aber in meinem Level mit der Ausrüstung ist das das Einzige, was ich hätte machen können. So. Und außerdem war das bestimmt nicht umsonst dort, was dieser Eingang und Durchgang. Da war ich schon. Da war jetzt nix. Ich mach's mal systematisch hier. Okay, das habe ich alles da oben. Habe ich das auch? Nein. Ich meine, ich habe da oben auch nicht alle abgegrast, die ich getötet habe. Die haben Ingenieure. Mit Inspiration 3. Coole Sache. Eieiei, den Pulshammer, den habe ich vorhin zerschrotet, aber die ist gar nicht so schlecht. Auch wenn er 5 Kilo zu viel wiegt. Der Montag. Okay. Tschüss mit dir. Okay. Ich nehme trotzdem das hier auf, weil da Inspiration 3 ist. Dann kann ich das hier Ellie geben. Ist er geschützt? Was hat das noch? 99,6, das ist okay. Das ist ein Helm sein. Oh Mann. Okay.
180er Pistole, ist krass. Okay, da. Einfacher Wasser abweichender Ports of Call. Naja. Wohl. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das bedeutet, das mit dem Rechts. Vielleicht ist das irgendwie so Tarnung, dass ich dann irgendwie getarnt bin, wenn ich das trage. Keine Ahnung. So. Oh, das hätte ich ja fast übersehen. Okay. So. Den habe ich. Aber hier sind noch einige gestorben, die ich jetzt noch nicht, glaube ich, hatte. Hier sind ja noch Zeugs, die rumliegen. What do you say we get out of here before we join whoever that was on the grill? Mhm. Okay. Ach, shit, jetzt habe ich es aufgehoben. Okay, going quiet. Das ist seine Schrotthaufen. Da. Hier. Alles klar. Damit habe ich sie, glaube ich, alle gelootet. Das irritiert mich jedes Mal, das Ding, ey. Gut, weiter geht's, würde ich sagen. Danke, Mädels. Das gibt dann Level 10 gleich. Oder Level 9? Ne, Level 10. Level 9 bin ich ja vorhin geworden. Ach ja. Ingenieurin. Hotter than usual in here. Hope we're not catching Junlei on a bad day. I could spend all day in here and not have looked at half the best stuff. It's all pretty worn, though. You've returned, and in one piece. Color me impressed. You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I like to think of myself as a nice person, but if that gaudy embassy of his was on fire, I might hold my breath a moment before activating the sprinkler system. The board wants control over Groundbreaker, and leeches like Udom Bedford will do anything to please their corporate masters. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life-or-death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when.
Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gayen, kept it together during the crossing and until she died. I was promoted only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. You've got my attention. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Mantilarven. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators, and here we are. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Cool. Where are we headed? Something on your mind? Oh je, jetzt sind alle aufgestiegen. Cool. Muss auch Punkte hier bei dem Kampf geben, sonst krepiere ich, weil die Waffen, die machen da jetzt nicht wirklich viel aus. Das ist irgendwie so beschämend gerade. Dass ich so wenig Schaden mache. Jetzt kann ich Taschendiebstahl. Schaltet Zugriff auf zugriffsbeschränkte Gegenstände an Verkaufsautomaten frei. Das ist schon mal sehr gut. 25% mehr Bits. Upsi. Falsch, das war das hier. Ach, schau mal an. Okay. Das heißt, es gibt einen Malus, wenn man sich nicht... Oder meinen Sie einfach nur 35% mehr Genauigkeit, wenn man sich bewegt. Aber egal. Okay. Gar nicht so schlecht, um kleine Dinge nicht zu übersehen, aber das ist keine wichtig.
Ankaufspreise. Du kannst Händler dazu bringen, dir mehr Bit zu zahlen, als sie eigentlich sollten. Okay, das ist sehr, sehr gut. Nein. Nein. Oh. Verringert das Gewicht von Verbrauchsgegenständen. Okay. Nee, okay. Das ist jetzt nicht so schnell, schlecht. Das ist schlecht, weil voraussetzt, dass ich ohne Begleiter wäre. Aber ich glaube, ich nehme, wobei Grundrüstungswert ist auch sehr wichtig. Ja gut, bevor ich jetzt das hier nehme, Quatsch, was war das? Gewicht von das hier, könnte ich ja das machen, würde wahrscheinlich mehr Sinn geben. Aber 20% mehr, das ist sehr gut eigentlich. Early hat wieder einen Aufstieg. Das ist sehr gut. Nahkampfschaden plus 10%. Fernkampfschaden 10%, das ist auch super. Habe ich doch jetzt gerade richtig gelesen, oder? Die ich durch den Inhalator bekomme, okay. Okay, ja, dann war das richtig. Meine Parvati hatte auch sowas ähnliches, oder? Das war das, genau. Okay. Ich bin gespannt, wie viele Begleiter ich überhaupt mit mir haben kann. This is Halcyon News. We interrupt your regular... Jetzt spinnt schon wieder die Karte. Verflucht nochmal, wo soll das sein? Oh, ich war gar nicht so weit hier. Ich jetzt hier durch? Wo ist denn die Werkbank? And it wasn't until this freighter captain found me that I... Da. Genau. So, erstmal reparieren, würde ich sagen.
+3 auf Panzerung. Okay. Bräuchte eigentlich was für beziehungsweise gegen Plasma. Aber na komm. Oh. Unverwundbar. Warte mal, was hat das denn noch? Verstärkt Rüstung, Kinetik. Achso, das hat gar nichts. Okay, dann. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich jetzt gleich direkt noch bessere Rüstungen finden oder kaufen können. Verbessert deine Fernkampffähigkeiten. Das ist schon mal sehr gut. Tech-Fähigkeiten, okay. Nahkampf und Verteidigungsfähigkeiten. Dialog- und Führungsfähigkeiten, das ist auch ziemlich wichtig, aber das sind Dinge, die ich später dann wahrscheinlich brauchen werde. Erstmal brauche ich Fernkampf. Aber die werde ich wahrscheinlich sehr oft finden. Fernkampf, obwohl das Nahkampf auch. Alles klar. Bin gespannt, ob das einen Erfolg gibt, also ein Achievement, wenn ich alles voll neue Fähigkeit mod Rucksack. Was heißt das? Wenn ich alle Slots hier voll mache, erhöht Tragekapazität 20 Kilo plus, das ist ziemlich cool. Erhöht die Reichweite ab, so Objekte. Reichweite wieder mal. Verringert die Geräusche beim Bewegen. Ne, das muss nicht. Tragekapazität sehr wichtig. Markiert werden. So sind sie verschieden. Wie gesagt, das hat hier so ein komisches Zeichen da vorne. Der kostet, also wenn ich den verkaufe, 60 und der hier 120. Im Grunde ist das genau dasselbe. Okay, das hat keinen Erfolg gegeben. Und dann nicht. Okay. Breaks, military discount, health benefits, military. Noch sonst was denn? Burial, participation medal, training, or weapon. This is Halcyon. Wobei. Das ist doch die Waffe gewesen, die ich jetzt spiele. Modifizieren. Könnte man auch mal machen. Magazingröße ist egal. Merkt 2 Energie. Plasma Schadenstyp. Ist auch ein Plasmagewehr, oder? Ja, eben. Ich weiß nicht.
Nein, nein, nein. Erhöht sogar den Schaden pro Minute oder was? Wieso nicht? Okay. Das ist, glaube ich, effektiver als das da. Effektive Reichweite, maximale Reichweite. Okay. Reminding you that there's no I in news, no Bin mal moon gespannt. in Halcyon, and no Mercury in Saltun. Apropos, ich wollte gucken, wo man hier lang gelangt. Hier ist. Scheint fast richtig zu sein. The controls are in the back of the machinery staff area. Clear of the radiators. You don't need to kill the meth killers, but I'd be mighty grateful if you did. Schon ein bisschen anders aus als die, die ich... Nein, mein Gott. Wieso werde ich... Ach so, ich wurde infiziert. Wo ist denn der andere? Oben. Okay. Nicht so, willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das Ding strategisch agiert hier gerade. Kommt da nicht durch? Ist klar. Was ein Ding. Mir sicher, da wird es noch mehr geben. So, die 4, die waren bestimmt nicht alles gewesen.
Autschi. Nicht zu nahe kommen. Good news? Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Okay. Ich dachte davor, was soll ich noch machen? So, ist noch versperrt. Oh. Sweeping the area. They got the drop on. Alter. Was war das? So, schieß auf das so. Kommt da natürlich nicht durch.
Ich komme nicht drüber. Are we gonna get in trouble today? Ich wollte eigentlich nachladen. Yay. That's the terminal. I have the parts in position on my side. Go ahead and cycle the droplet pumps. And if you don't know what that means, just look for a command that says cycle droplet pumps. Done. The temperatures are dropping. Stop by once you found your way out of there. Groundbreaker owes you thanks. Schuldet mir jede Menge, würde ich sagen. Eine ganze Menge. Miss Ellie, Dr. Finhill. I noticed your pistol's been making a funny noise. What are you talking about? I oil it every night. Well, look here. Your slide's not recoiling fully? You might be due for a new spring. I could take a look, maybe fix it for you. Sure. I'm short on bits at the moment, but I'll pay you back. Oh, no. I mean, it don't cost nothing. I got a spare spring in my pocket here, even. Everything's got a price. This is Halcyon News. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Mhm. Groundbreaker ist jetzt annehmbar. Okay. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. And no, Ellie, that offer does not extend to you broadcasting another of your crude jokes. Hey, that's a real planet, and no one's seen it in a long time. Damn it, Ellie, I don't have time for your shenanigans. Anyway, like I was saying, you aiming to send a message, you better be quick. Me? No. But our relaying capabilities? That's on the final countdown. We're going offline in 3, 2, 1.5... No. Wait, I've lost track of my weeks. Maybe it was 30...
Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. That signal's part of how Groundbreaker stays autonomous and independent. Much as I'd love to hear fewer corporate jingles, this would be bad. We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline. I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Dr. Fenhill, I hope you've reconsidered my offer to stay on full-time. My crew are never short on dents and bruises. I'm trying to live a more balanced life. Gun in one hand, scalpel in the other. I already knew it'd be easier to teach an automech heart surgery than to change your mind. Fair travels, Ellie. Groundbreaker's a small town in a big ship, and anyone who spends any time here gets to know Junlei. We don't see a lot of competent surgeons on Groundbreaker. Dr. Fenhill is my on-again, off-again freelancer. I take it she'll be joining your crew full-time? I don't like to put a label on things. Let's keep it casual. If you ever decide to settle down, there's a home for you on Groundbreaker.
Okay, da ist wohl der dritte Mitglied. Das Mitglied. Oder der Mitglied, das Mitglied hier. Hey, you got a second? Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine-looking ship. Only thing it's missing is me. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. You're serious. You're giving me a shot. All right. Hang on. I put together a little speech, just in case you asked. Hey there. I'm Felix Millstone. I have prepared a list of reasons why I believe you should hire me to join the crew of your ship and/or outlaw gang. Firstly, I am highly personable, and I get along well with anyone who is not of the jackass persuasion. Sorry. He's funny. Secondly, I can be counted on in the event of a firefight, standoff, and/or raid. My motto is, if you need a steady gun hand, I'm your man. That motto is it's a work in progress. Additionally, I have several years of experience as a box hauler. This skill may come in handy if you need a body dragged away or a door held open while escaping enemy fire. In conclusion, thank you for considering me for your ship crew and/or outlaw gang. I look forward to our adventures together. I thought that was real good, Felix. Thanks for the vote of confidence. What do you think? Am I in? Revolver halt also. Jetzt hier nur Kissen geschleppt hat. Bin mal gespannt. Wow. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not gonna regret this. I'll just gather my personals and meet you on board. This is gonna be great. Well, this'll be interesting, huh? Nehmen wir dann. Okay, das heißt, ich kann nur 2 mitnehmen. Pick up any more strays while you were out? I suppose if the crew's quarters fill up, we could hang hammocks in the cargo hold. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got him here on my datapad, and well, she sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's not so good. But real sweet. Oh, law. That's what's got me spooked. I don't rightly know. It's about this engine that's been shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but I'm wondering if maybe she's the engine and I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt, kinda. I don't know where it's leading yet, or if I'm misinterpreting. I'm not much interested in physical stuff. Never have been. Leastways not like other folks seem to be.
It's not that I can't, I just don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they said I was cold. Thanks, Captain. That makes me feel a touch better. I actually had another message from Junlei. I just couldn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay, here we go. Let's see here. Talking about old friends, got to thinking... Isabel? Who's Isabel? They were... close, Captain. Like, more than friends close. I don't know. Junlei talked about them like it was past, but how far in the past? 10 years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? If you're there, I'm sure things will be okay. Like, I mean, you wouldn't let nothing bad happen to me, right? Thanks for asking, by the by. It means something to know you're looking out. KKK. Felix keeps asking me to watch some adventure serial with him. It's not my thing, but he's real sweet about it. Good to see you, boss. Didn't I tell you? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back bays. Honestly, before you picked me up, I was living in the back bays. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. That's what they called us. Orphans with no family, no company to take us in, nowhere to go but the back bays. The word's a touch kindlier than Rungleech, but the meaning's just as clear. If you can't support your own self, you don't deserve to be on the Groundbreaker. Same way we all do. Look for work and hope somebody would give me a shot. Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Could be I was overreacting. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint? But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. Oh, I can do civilized. Proper civilized, too. Genuflecting and everything. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. Yeah. I guess my ship did arrive in the end. I've got you to thank for that.
Thanks for listening, boss. Let's get going. Something on your mind? Ich dachte eigentlich, dass wir das Zimmer von... Oder war das hier? Ich glaube, das hier. Ah, guck's dir an. Jetzt ist es mitgenommen. Das leider nicht untersuchen. Schade. Ach ja. Hey there.
Wo habe ich denn das hier? Wow, plus 15 Technik. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! No, no, no! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Forgive me, Captain. I would rather not discuss Alex Hawthorne today. I am feeling discombobulated. Was there another topic on your mind? No, I am sure I cannot feel emotions. The memory has merely disrupted one of my processors. Glitches can be quite uncomfortable. It was my fault he died. I should have predicted the statistical unlikeliness of success of my captain's actions. In fact, I did, but illogically disregarded the results. He asked me to trust him. Captain Hawthorne attached 98.4% of the ship's processes to my computer, thereby giving me near total control. I have been programmed to deftly calculate navigation vectors through asteroid fields while also operating our ship's toasters. Alex also taught me the concept of a personality. He was quite delighted when I crafted one in order to better engage with him. It was basic in the beginning. The information in my memory banks says I am an autonomous digital astrogator, created by, redacted, on the date of, redacted, for the express purpose of, redacted. I have not yet decided if I should attempt to uncover the missing information regarding my birth. I asked once. Alex did not build me, and would not say who did. How can I be of assistance? See you soon, Captain. Hey, that pad down there, with the lights off, there are people on
Klar, jetzt gibt es natürlich überall Flammenwerfer zu kaufen. Was heißt hier 20% Rabatt? Ich verkaufe doch gerade was. Und wieso? Ich meine, ich habe doch extra. Oder ist das nur bei den Händlern und nicht bei Automaten? Ich lasse es. Verkaufen wir gar nichts. Ruhe. Den Schaden auf N-Strahl. Schaden minus 50%. Okay. Hm. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Ah, a shame. But I won't hold it against you. The lighter's enough to file for the insurance payment. Long as his fees are cleared, I'll call it justice served. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Das heißt, wäre ich jetzt ein skrupelloser Typ gewesen und hätte ich jetzt den McReed leben lassen, hätte ich einfach nur sein Feuerzeug gebraucht, um zu beweisen, dass er tot ist. Okay, nicht übel. Purple Berry Crunch, Sugar Gel Flakes, and Purple Berry flavored Power Nuggets. Now with 12% more crunch. So, how's this work? Do we get a table? Stand in a corner? Tossball Final is scheduled to air soon, but a scandal has rocked the league and thrown this pivotal game into question. Both teams have tested... Okay, so what are we drinking? You're the expert? Ich bin nicht Experte. Oh, and Trink nix. don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Oh, no, that's on account of my not being able to sleep lately. Makes my hands all twitchy, you know? I've just been lying awake, thinking about what Junlei said, and feeling my heart shake. Oh, beer. I guess, yeah, I can do that. Beer can be good. I bet. Bottoms up. Think of it like a fizzy tea that's gone a little off. Ah, this tastes like the underside of a boot.
People drink that for fun? Oh, Captain. I'm pining for June like something fierce. What am I doing? Specifically. Definitely specifically. Oh, why'd I drink that? I mean, just with Junlei. I don't know what to do about us. Well, she talked about another girl, right? Isabel. Mentioned her by name and everything, like she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Exactly. Takes a lot of trust to hand over that kind of blackmail material. I don't know, I'd call it, sensual. That's a lot. Ich hab's doch gelesen. Wieso frage ich denn, was sie geschrieben hat? Mein Gott. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad, how a lady named Isabel did all sorts of things to try to win his favor. This Isabel lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of a bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Junlei still has feelings for her? Well, maybe she just wanted to let me know her preferences. In a less awkward way. But that made it more awkward. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Come on, Captain. I'm here to drink. Okay, maybe you're right. I am a little woozy. Hydration, here I come. Aw, this was just about to get fun. Shush you. Oh, Captain, I want to talk to Junlei all the time. Even about silly things, but I'm so scared. Everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we get together and she gets bored of me? There's nothing easy about spilling your guts to the person who's got your heart in their hands. You know I'm not interested in physical affection. Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? Of course. Wouldn't you be? I envy your boldness of spirit, Captain. I can only hope a little bit of it rubs off on me. But, gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think ungenerous thoughts.
like the way you put that, like, it's okay to want to be better for her, and not impossible to try. Well, Captain, this has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. Oh gosh, I don't know, Captain. Do you think I should? Okay. I'm gonna do it. I'm gonna ask June out. Just as soon as we get back to the ship. I mean, probably. Eventually. Thanks for hearing me out and giving me counsel. And, well, for being a friend. It means a whole lot. You're good people, Captain. This was fun. We should do it again after you send that message. All right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Okay, ich hoffe, dass sie nicht jetzt weggeht, weil sie sich verliebt hat. Obwohl das eigentlich die einzige Konsequenz sein könnte, weil sie sich nun mal verliebt hat. Aber dieses Gespann, die gefällt mir ziemlich gut und erinnert mich sehr an, beziehungsweise macht mich euphorisch oder melancholisch am besten gesagt. Weil es halt eben wie Dragon Age dann rüberkommt. Du hast ja auch so ein paar Figuren, die miteinander die ganze Zeit so hin und her agiert haben, sich hochgeschaukelt haben. Sie ist auch nun mal meine erste Begleiterin, also ich habe sehr viel Liebe in sie gesteckt. Natürlich platonisch gemeint. Hail, Captain. Your return time is within 14% of the expected value. Hey, Captain. I hope I wasn't too much bother at the bar. I did have fun, and I tried some things I never would have otherwise. And I don't feel it today. I guess that water must have worked. I'm glad I had you looking out for me. I wouldn't mind having a drink again. Someday. In the distant future. Anyway. I messaged Junlei when we got back and she replied super quick. Okay. I was awake half the night, thinking about what I sent, anxious to see what you said. I reread my message in the morning, and it was unclear. I was drinking when I sent it. Otherwise, I wouldn't have had the courage. Also, sorry for the typos. I've ruined things in the past because I didn't say things I should have, like, I've met someone who's become special to me. I want to be honest with her, so if she feels the same about me, there won't be any surprises. Okay.
Okay. Klingt eindeutig. Oh, isn't she sweet? Like one of those two-bit romances where one soul's all stiff and formal and I should be glad to perhaps take hold of your hand, miss. I ought to go write her back. I mean, I already did. Twice. But anyhow, thanks for taking me out, Captain. Wow, 16.800. Hat der jetzt ernsthaft... Achso, Granatwerfer. Okay, 2 Aufgaben in Roseway. Zwei in Skilla.
either of the assault cruisers ever? Great work. Okay. Das nochmal, aber diesmal geradeausgehend. Nice going. Alles klar. Okay, scheint ist das Ding jetzt weg. Rizzo's Purple Berry Punch. You want a punch? You got your punch right here. This is Halcyon News. We have scheduled advertisement for the following story. Remember Auntie Cleo? Because she remembers. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Roseway? You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. I've got a lovely little... Tja, dann scheint sie... Keine Ahnung, also... Ich muss irgendwelche Dinge finden, die hier irgendwo rumverstreut sind, die wichtig für eine Mission ist, aber die ich nicht finde. Mal gucken. Nein, wieso springt das Ding da drauf?
Jetzt nicht wirklich viel Geld gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass damit diese Wohnung hier gemeint ist. So, muss mal ganz kurz was schauen. Okay, das ist noch dran. Eine 70, 118. Okay. Erstmal noch mal aus, indem ich einfach mal hier anschleiche und hinter okay. Scheint nicht. Also wenn es jetzt nicht rot angefärbt ist, heißt es, ich kann es klauen, beziehungsweise mitnehmen. Und es ist geklaut wäre. Gibt trotzdem nichts. Klar, jetzt haut sie natürlich ab. Ja, nee. Oder ist sie hier drin? In dieser Aufgabe. This is Halcyon News. We interrupt your regular...
Alles klar. Also nochmal Tagebuch. Nee, das meinte ich jetzt nicht. Sondern das hier. Die Protokolle auf Hawthorns Terminal erwähnten Gerüchte von der Groundbreaker über einen Wissenschaftler, der damit geprahlt hat, eine mächtige Waffe zu erforschen. Vielleicht finden sich auf der Station weitere Hinweise. Ein weiteres Protokoll von Hawthorne erwähnt Gladys Laden bei einer Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat der Schmuggler dort öfter eine heiße Spur gefunden. Oh, 22er Rüstung. Neunundzwanziger Rüstung. Poi, poi, poi. Okay, das ist krass. Ich darf jetzt nichts kaufen, wenn ich für 10.000 hier die alte bezahlen muss. Normalerweise bei hohen Summen wird immer irgendein Gefallen verlangt, wenn zum Beispiel statt die 10.000 halt irgendwas für sie jetzt tun müsste. Was ist das denn? Achso. Sturmgewehrlager. Die ist nicht so schlecht. Der wie ein Präzisionsgewehr aus. Interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Concerned citizens often ask why there aren't enough new faces. Aber vielleicht verkauft sie was, das Gracious. Uhr I was irgendwie. just sitting down for tea. I found a hen. Okay, das will ich glaube ich so jetzt nicht hin. Es sei denn, ich kann das hier knacken, ohne dass die mich erwischen. Soll ich es probieren? Ich probier's mal. What was that? Captain? What do you think you're doing? All right, scram. Offizielles Siegel des Vorstands der ja. Zum Stempel wird das offizielle Siegel der Allison Holdings Corporation auf Regierungsdokumente gestempelt. Alles klar. If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch. Want a charming copper kettle. Immer noch 40% Rabatt, okay. Quatsch. Das vorhin auch 360 gekostet. Schauen wir mal nach. Charakter. Ruf. 1%. Okay. Kannst leider nicht mitnehmen. Ich alle anglotzen. Deswegen lade ich das, glaube ich, nochmal zurück.
gracious. Schon I found normal. a handsome. Ja, 360. Okay. Ah, gut, gut. Moment. Okay, die Spur führt jetzt dahin. Tagebuch. Okay, keep quiet. Alles klar. Das bringt uns jetzt nicht weiter. Wie komme ich jetzt dahin? Tu. Wo genau ist das? This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled. Feels like the Ja, AC lässt finally verkaufen. kicked in. Didn't quite catch that. You'll have to speak up. Glass ear? Sorry, there's a lot of static on my end. Nothing to fear. Sorry again. The sound of Groundbreaker's engines has really got to me over the years. Huh? What? Huh. Now that I heard. Sicherheitsschloss. Hoffe, dass es richtig gewesen ist, dass ich da Schnellreise mache. Warte. Okay, also ich komme da nur. Ja. Kann ich dann das Zeug liegen lassen?
Okay, wenn ich jetzt hier reingehe, denke ich. Nee. Aber versiegelt, glaube ich. Das ist die versiegelte Tür, die. Aber hier ist noch was. So ein Eingang, so ein Ausgang. Irgendwas ist hier. Oh, wo ich drauf stehe. Hier. Da. Da ist. Zwar gerillt, aber hier ist keine Legende, das irgendwie das erklärt, was das bedeutet. Ich irgendwo drauf schieben können. Kommen wir irgendwie da drauf, nämlich von hier aus. Okay. I'd say anything here falls under the salvage protocols of finders keepers. Gegner. Ja, das war die falsche Waffe. Direkt daneben schlafen die. Nein, danke. Ich will nicht auch gegen kinetische Waffen. Kinetische Waffen sind alle Waffen, die jetzt keine Effekte haben. Variieren. Das geht. Reparieren wir. Von 60 geworden. Wieso? Inspiration? Minus 15, ach Quatsch, plus 15 minus. Fähigkeiten. Verteidigung. Ach, Leute. Jetzt sammeln wir mal ein bisschen was auf. Jetzt bin ich hier. Wieso wird das nicht mehr angezeigt? So, dahinter ist es. Ah. Okay. Da ist es auch Schlüsselkarte zum Reparaturhangar. Was ist das? Ich brauche.
Jawohl. Ich bringe mir das jetzt kein EP, dass ich das so geöffnet habe. Was soll's? Schauen wir mal, Terminal. Prismahammer. Ich würde es gerne mit dem Koffer mitnehmen. Zu Boden werfen. Hammersmith arbeitete an einer Hammerwaffe. Impulshammer, dessen Pläne, bla bla bla, okay. 372. Ja. Ich kann es endlich ablegen. Diese Hintergrund-Atomzeichen und alles, das soll wahrscheinlich darauf hindeuten, dass es eine Wissenschaftswaffe ist. Ja, steht ja auch sogar drauf. Gut, ich denke, hier ist alles getan, was ich momentan tun kann. Verborgt ist noch nichts, Gott sei Dank. Ja. Ich brauche immer noch 1000. Dann will ich das mal dann Roseway als nächstes steuern. Oder Skiller. Doch das damit, denke ich. Mal schauen. Okay, zack, Karte. Ja, ich glaube, das wird auch mein Schlusspunkt für dieses Mal sein. Ich bedanke mich schon mal bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ja, dann sag ich mal bis demnächst.